Arthur Schopenhauer ist als der Philosoph des Pessimismus bekannt, aber sein Denken zu verstehen geht weit über das bloße Sehen der negativen Seite des Lebens hinaus. Für ihn wird die Welt von dem Willen angetrieben, einer blinden und unaufhörlichen Kraft, die in allem vorhanden ist, in der Natur, in den menschlichen Wünschen und sogar in unseren täglichen Gewohnheiten. Dieser Wille ist die Wurzel des Leidens, weil wir niemals vollständig zufrieden sind. Aber indem wir diese Dynamik verstehen, können wir lernen, Frustration zu reduzieren und bewusster zu leben. Bevor wir beginnen, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keinen Inhalt verpassen, der Ihre Sicht auf die Welt verändern kann. Sie werden entdecken, wie die Ideen eines der einflussreichsten Philosophen Deutschlands Ihr praktisches Leben schon heute verbessern können. Schopenhauer lehrt uns, dass ein Großteil unseres Lebens von Wünschen gesteuert wird, die uns selbst dann unzufrieden lassen, wenn sie erfüllt werden. Stellen Sie sich jemanden vor, der unermüdlich arbeitet, um eine Beförderung zu erreichen. Sobald er sie erhält, merkt er, dass sie nicht das erwartete Glück gebracht hat. Sofort entsteht ein neuer Wunsch. Dieser unendliche Kreislauf ist genau das, was Schopenhauer beschreibt. Leiden ist nicht zufällig, sondern strukturell. Im Alltag ermöglicht das Erkennen dieser Maschine der Wünsche praktische Strategien. Anstatt immer mehr zu suchen, können wir bewusst Selbstbegrenzung üben und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn Sie sich schon einmal ängstlich gefühlt haben, weil Sie Ziele nicht erreichen, bietet diese Philosophie Trost. Das Problem liegt nicht bei Ihnen, sondern in der Natur des menschlichen Wunsches. Ein weiterer zentraler Punkt ist der Unterschied zwischen aktivem und kontemplativem Vergnügen. Aktives Vergnügen entsteht durch die Erfüllung von Wünschen, ein Auto kaufen, eine Beförderung erreichen, Anerkennung gewinnen. Kontemplatives Vergnügen ist die Freude, etwas einfach zu beobachten, zu denken oder zu schätzen, ohne es besitzen zu müssen. Ein praktisches Beispiel: Beim Spaziergang in der Natur den Sonnenuntergang beobachten oder ein inspirierendes Buch lesen, Sie trainieren Ihr Gehirn, Zufriedenheit zu finden, ohne von äußeren Erfolgen abhängig zu sein. Schopenhauer hebt auch den Wert von Kunst und Philosophie hervor, um vorübergehend dem Leiden zu entkommen. Musik spielt dabei eine besondere Rolle, da sie uns direkt mit dem universellen Willen auf ästhetische Weise verbindet und es uns ermöglicht, das Leben zu spüren, ohne von ihm getrieben zu werden. Heute können wir Musik, Literatur oder Meditation als praktische Werkzeuge für emotionale Balance nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Schopenhauers Philosophie besagt, dass Leiden zum Leben gehört, aber durch die Anerkennung dieser Realität können wir Gewohnheiten entwickeln, die den Einfluss von Frustration verringern und uns ein bewussteres und ausgeglicheneres Leben ermöglichen. Schopenhauer argumentiert, dass der Wille die primäre Kraft des Lebens ist. Er ist blind, unaufhörlich und verantwortlich für unsere Wünsche. Jede menschliche Handlung, bewusst oder unbewusst, wird von diesem Willen bewegt. Das erklärt, warum wir oft etwas erreichen, das wir intensiv gewünscht haben, und uns danach leer fühlen. Der Wunsch wird erfüllt, aber der Wille hört nicht auf. Sofort entsteht ein weiterer Wunsch. Ein alltägliches Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein neues Smartphone kaufen. Nach Monaten des Sparens und Planens erwerben Sie schließlich das Gerät. Anfangs gibt es Zufriedenheit, aber sie verschwindet schnell. Bald beginnen Sie, fehlende Funktionen oder fortgeschrittenere Modelle zu bemerken. Dies ist der schopenhauerische Zyklus des Willens. Zufriedenheit ist immer nur vorübergehend. Die gute Nachricht ist, dass wir durch das Verständnis dieser Dynamik praktische Strategien entwickeln können, um Leiden zu reduzieren. Eine davon ist Achtsamkeit. Anstatt ständig zukünftigen Wünschen nachzujagen, können wir kleine Alltagserfahrungen wertschätzen. Zum Beispiel genießen Sie beim Frühstück den Geschmack, das Aroma und den gegenwärtigen Moment, ohne an Ziele oder zukünftige Aufgaben zu denken. Diese einfache Praxis reduziert Anspannung und steigert das Wohlbefinden.
Ein weiteres fundamentales Konzept ist die Verneinung des Willens, was nicht bedeutet, dem Leben zu entsagen, sondern den Einfluss der Wünsche zu verringern, die uns Leiden bereiten. Schopenhauer schlägt vor, kontemplative Aktivitäten wie tiefes Lesen, Kunst, Musik oder ruhige Spaziergänge zu nutzen, um den unaufhörlichen Zyklus der Wünsche vorübergehend zu unterbrechen. Praktisches Beispiel: Wenn Sie bei der Arbeit frustriert sind, hören Sie statt sofortiger Reaktion 10 Minuten entspannende Musik oder machen einen kurzen Spaziergang. Dies reduziert die Aktivierung des Willens und ermöglicht klareres Handeln. Die Beobachtung der eigenen Wunschmuster ist ebenfalls entscheidend. Schopenhauer empfiehlt zu reflektieren. Warum möchte ich das? Wird mich dieser Wunsch wirklich glücklich machen oder nur mein Leiden verzögern? Ein praktisches Übungsbeispiel ist, eine Liste von dringenden und dauerhaften Wünschen zu erstellen. Dringende erzeugen sofortige Unruhe, während dauerhafte echten Sinn bringen. Die Priorisierung der dauerhaften Wünsche hilft, Energie auf das Wesentliche zu konzentrieren und unnötige Frustrationen zu vermeiden. Schließlich ermöglicht das Verständnis von Willen und menschlichen Wünschen die Entwicklung von emotionaler Resilienz. Wenn man erkennt, dass der Zyklus von Wunsch und Frustration universell ist, hört man auf, sich selbst zu beschuldigen und lernt, ausgeglichener zu reagieren. Praktische Anwendung im Alltag: Wenn Sie einen Bus verpassen, reagieren Sie nicht ärgerlich, sondern erkennen, dass diese Frustration aus dem Willen resultiert, nicht aus einem persönlichen Fehler. Atmen Sie tief durch, passen Sie sich an und gehen Sie mit weniger Stress weiter. Zusammengefasst zeigt dies, dass menschlicher Wille und Wünsche einen Großteil unseres Leidens formen, aber ihr Einfluss durch einfache Praktiken wie Achtsamkeit, Kontemplation und bewusste Reflexion reduziert werden kann. So wird Schopenhauers Philosophie von Theorie zu einem praktischen Werkzeug für ein ruhigeres und bewussteres Leben. Schopenhauer glaubte, dass Kunst und Musik eine Pause vom unaufhörlichen Zyklus des Willens und der Wünsche bieten und als temporäre Flucht aus menschlichem Leiden fungieren. Anders als die Befriedigung eines materiellen Wunsches ermöglicht kontemplative Ästhetik, etwas Tiefes zu erleben, ohne neue Bedürfnisse oder Ängste zu erzeugen. Praktisches Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie hatten einen stressigen Arbeitstag voller Anforderungen und Frustrationen. Statt impulsiv zu konsumieren oder soziale Medien zu nutzen, hören Sie intensive instrumentale Musik wie Beethoven oder Chopin und nehmen Sie sie einfach wahr. Denken Sie nicht an Probleme oder Aufgaben, sondern fühlen Sie nur die Melodie. Dieser Moment der Absorption und Kontemplation reduziert den Einfluss des Willens und beruhigt das Nervensystem. Für Schopenhauer ist Musik die reinste Form der Kunst, da sie direkt die Essenz des Willens ausdrückt, ohne auf äußere Repräsentationen angewiesen zu sein. Praktisch bedeutet dies, dass Musik hören oder ein Instrument spielen eine Möglichkeit ist, den emotionalen und mentalen Zustand zu ordnen. Beispiel: Vor einem wichtigen Meeting 5 Minuten Klavier spielen oder ein klassisches Stück hören, um sich zu zentrieren, Angst zu reduzieren und Fokus zu erhöhen. Ein weiteres alltägliches Beispiel ist visuelle Kontemplation. Beobachten Sie ein Kunstwerk, eine Landschaft oder eine städtische Szene bewusst. Statt passiv zu konsumieren, achten Sie auf Farben, Formen, Muster und Details. Diese Praxis ermöglicht eine temporäre Abkopplung vom Drang nach Wünschen und reduziert Frustration, wodurch ein inneres Gefühl der Freiheit entsteht. Schopenhauer empfiehlt auch tiefes, reflektierendes Lesen. Das Lesen klassischer Philosophie oder Literatur erfordert volle Aufmerksamkeit und geistige Beteiligung, wodurch der Geist vom kontinuierlichen Strom oberflächlicher Wünsche abgehalten wird. Praktisches Beispiel: Wählen Sie ein herausforderndes Buch wie Goethe oder Kant, lesen Sie 20 bis 30 Minuten und notieren Sie die wichtigsten Ideen. Reflektieren Sie anschließend, wie diese auf Ihr eigenes Leben anwendbar sind. Diese bewusste Pause reduziert sofortiges Leiden und stärkt die mentale Resilienz. Darüber hinaus fördern Kontemplation und Kunst Selbstbeobachtung. Indem man sich intensiv mit Musik, Kunst oder Text beschäftigt,
erkennt man eigene emotionale und kognitive Reaktionen. Dieses Bewusstsein ist entscheidend, um Muster von Wunsch, Angst und Frustration zu verstehen. Beispiel: Wenn Sie beim Lesen einer literarischen Kritik Ärger verspüren, bemerken Sie nicht nur die Emotion, sondern auch deren Ursprung, möglicherweise Stolz, Vergleich oder unerfüllte Erwartungen. Zusammengefasst zeigen diese Beispiele, dass Kunst, Musik und Kontemplation praktische Werkzeuge sind, um Leiden zu reduzieren und Aufmerksamkeit sowie emotionale Resilienz zu stärken. Schopenhauer macht abstrakte Philosophie zu täglicher Praxis. Durch Momente der Kontemplation schaffen sie kleine Räume der Freiheit vom Willen und leben ausgeglichener und klarer. Schopenhauer glaubte, dass ein Großteil menschlichen Leidens aus dem unaufhörlichen Willen, dem ständigen Wunsch und der Unfähigkeit entsteht, die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist. Bewusster Loslösung ist entscheidend, um Leiden zu reduzieren und emotionale Freiheit zu erlangen. Praktisches Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind frustriert über die Arbeit oder Situationen außerhalb Ihrer Kontrolle wie Verkehr oder Verspätungen. Statt sich zu ärgern oder zu klagen, erkennen Sie, dass das Ereignis neutral ist und Ihre Reaktion optional ist. Atmen Sie tief durch und wiederholen Sie mental: Ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich kann meine Reaktion kontrollieren. Diese einfache Übung reduziert Anspannung, erhöht Klarheit und schafft Raum für praktische Lösungen. Schopenhauer betont auch die Reflexion über das Leben. Fragen wie: Was ist wirklich wichtig? Oder handle ich aus echten Wünschen oder nur aus Gewohnheit? Helfen, Muster des Leidens zu erkennen. Praktische Übung: Nehmen Sie sich am Ende des Tages 10 Minuten, schreiben Sie 3 Situationen auf, die Frustration erzeugten, und reflektieren Sie, was unter Ihrer Kontrolle stand und was nicht. Mit der Zeit erkennen Sie, dass die meisten Leiden aus unrealistischen Erwartungen und unnötigen Wünschen entstehen. Ein weiteres praktisches Beispiel ist die Loslösung von äußeren Ergebnissen. Wenn Sie nach Anerkennung, Erfolg oder Bestätigung streben, denken Sie daran: Externe Bestätigung ist vorübergehend und unvorhersehbar. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf den Prozess und die Qualität Ihrer Handlung. Beispiel: Bei der Vorbereitung einer Präsentation oder eines Projekts konzentrieren Sie sich darauf, Ihr Bestes zu geben, ohne sich obsessiv auf das Ergebnis zu fixieren. Dies reduziert Angst und steigert persönliche Zufriedenheit. Bewusste Akzeptanz ist ebenfalls ein mächtiges Werkzeug. Es bedeutet nicht passive Resignation, sondern zu verstehen, dass es Grenzen für das gibt, was wir kontrollieren können. Alltägliche Übung: Bei unerwarteten Problemen listen Sie auf, was Sie ändern können und was Sie akzeptieren müssen. Konzentrieren Sie sich anschließend nur auf das, was unter Ihrer Kontrolle steht. Diese Praxis lenkt energieeffizient und verringert unnötiges Leiden. Schopenhauer empfiehlt auch die emotionale Loslösung von Menschen und Dingen. Das bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern die Erkenntnis, dass niemand oder nichts von außen Ihr Glück bestimmt. Beispiel: Wenn ein Freund Nachrichten nicht beantwortet oder ein Projekt scheitert, beobachten Sie Ihre emotionale Reaktion, erkennen Sie den Einfluss und lassen Sie rigide Erwartungen los. Mit der Zeit fördert diese Praxis emotionale Resilienz und innere Freiheit. Zusammengefasst lernen wir, dass Loslösung und Reflexion praktische Wege sind, um Leiden zu reduzieren und emotionale Autonomie zu erhöhen. Schopenhauer lehrt uns, dass durch Entschleunigung des Geistes, Erkennen unnötiger Wünsche und Reflexion über das Leben eine Routine entsteht, die Klarheit, inneren Frieden und Fokus auf das Wesentliche ermöglicht. Anwendung von Schopenhauer im modernen Leben: Freiheit und Klarheit aufbauen. Konzentrieren wir uns auf die praktische Anwendung der Philosophie von Schopenhauer im Alltag. Bis hierhin haben wir die Bedeutung von Selbsterkenntnis, Reflexion, Loslösung und bewusster Akzeptanz gesehen. Jetzt schauen wir, wie all dies in Gewohnheiten integriert werden kann, die geistige Freiheit, Klarheit und Wohlbefinden fördern. Kontrolle des Willens und der Wünsche. Schopenhauer glaubt, dass ein Großteil des menschlichen Leidens aus dem unaufhörlichen Wunsch resultiert.
Um diesen Einfluss zu verringern, beginnen Sie damit, unnötige Wünsche in Ihrem Alltag zu erkennen. Beispiel: Sie verspüren ständige Angst, neue Gadgets oder Kleidung kaufen zu müssen. Fragen Sie sich: Ist das wesentlich für mein Glück oder nur ein momentaner Impuls? Praktische Übung: Jedes Mal, wenn ein starker Wunsch auftaucht, machen Sie eine 5-minütige Pause und reflektieren Sie über die wirkliche Notwendigkeit. Diese einfache Gewohnheit stärkt Selbstkontrolle und reduziert impulsive Entscheidungen, die zur Reue führen. Selbstbeobachtung: Schopenhauer legt Wert auf die Beobachtung des Geistes und das Verständnis eigener emotionaler Muster. Im Alltag bedeutet das, auf automatische Reaktionen zu achten. Beispiel: Wenn jemand Sie kritisiert und Sie sofort Ärger verspüren, fragen Sie: Ist dieser Ärger jetzt nützlich? Praktische Übung: Führen Sie ein Emotionstagebuch und analysieren Sie wiederkehrende Muster. Mit der Zeit erkennen Sie Auslöser, die moduliert werden können, wodurch bewusstere und weniger automatische Reaktionen möglich werden. Wertschätzung von Kunst und Kontemplation: Für Schopenhauer ist Kunst eine Form der Linderung von Leiden, da sie es ermöglicht, dem unaufhörlichen Willen vorübergehend zu entkommen. Im Alltag können Sie Momente der Kontemplation einplanen, klassische Musik hören, Gedichte lesen oder die Natur beobachten. Praktisches Beispiel: Nehmen Sie sich täglich 15 Minuten Zeit, um etwas Schönes oder Inspirierendes zu betrachten. Dies reduziert nicht nur Stress, sondern verbessert auch Kreativität, Fokus und geistige Klarheit. Reduzierung von Erwartungen und Akzeptanz: Die Reduzierung von Erwartungen an äußere Ereignisse ist eine direkte Anwendung von Schopenhauers Philosophie. Beispiel: Wenn Sie eine Reise planen, akzeptieren Sie, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten können. Anstatt Frustration zu empfinden, üben Sie Flexibilität. Praktische Übung: Listen Sie Herausforderungen auf und unterscheiden Sie, was Sie kontrollieren können und was nicht. Konzentrieren Sie Ihre Energie auf das, was Sie beeinflussen können, und lassen Sie unnötigen Stress los. Pflege innerer Ruhe: Schließlich lehrt Schopenhauer, dass wahre Freiheit aus innerer Ruhe entsteht, die durch tägliche Praxis von Loslösung, Reflexion und emotionaler Bewusstheit erreicht wird. Kleine Gewohnheiten wie Meditation, Atemübungen und das Aufschreiben von Gedanken helfen, diese innere Ruhe zu festigen. Praktisches Beispiel: Beginnen und beenden Sie den Tag mit 5 Minuten bewusster Atmung und reflektieren Sie über 3 Dinge, für die Sie dankbar sind. Dies schafft einen positiven Energiezyklus, reduziert Leiden und erhöht die Klarheit von Entscheidungen. Schopenhauer erinnert uns daran, dass wir die äußere Welt nicht kontrollieren können, aber unseren Geist und unsere Emotionen schon. Durch Reflexion, Loslösung und Aufmerksamkeit auf Wünsche bauen Sie Freiheit, Klarheit und ein bewussteres Leben auf. Wenn Sie diese Reise der Selbsterkenntnis fortsetzen möchten, abonnieren Sie jetzt den Kanal, aktivieren Sie die Glocke und teilen Sie dieses Video mit jemandem, der diese Botschaft hören muss. Beginnen Sie noch heute, Philosophie praktisch anzuwenden, und verwandeln Sie Ihr Leben.